Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute gibt es von mir eine Häkelanleitung für einen Fisch, dessen Namen vielleicht fällt er euch ja ein. Was du brauchst, ist diesmal relativ viel, darum schreibe ich dir das alles ausführlich in die Infobox. Los geht's mit einer Luftmaschenkette von insgesamt 12 Luftmaschen. Dann wendest du die Luftmaschenkette und arbeitest jetzt 10 feste Maschen. Und zwar fängst du mit der zweiten Masche von der Nadel aus gesehen an und dann arbeitest du dich immer hier an der hinteren Maschenschlaufe entlang. 10 feste Maschen. Und in die letzte Masche der Luftmaschenkette kommen dann 4 feste Maschen. Und dann arbeitest du dich wieder zurück mit 10 festen Maschen. Die erste ist bei dieser Art zu arbeiten etwas schwierig, deswegen wende ich einen Trick an und nehme einfach nur die vordere Maschenschlaufe. Die folgenden Maschen arbeite ich dann ganz normal, bis ich insgesamt auch auf dieser Seite 10 feste Maschen habe. Und dann solltest du in deiner Runde 24 Maschen haben am Ende. Da wir hier in der Amigurumi-Technik arbeiten, häkelst du einfach weiter, das nennt sich in Spiralrunden arbeiten. Und dann folgen 11 feste Maschen an der Seite hoch. Und oben an der Spitze verdoppelst du dann 2 feste Maschen, das heißt, es kommen 2 feste Maschen die erste obere Masche und 2 feste Maschen in die zweite obere Masche und dann kommen 11 feste Maschen wieder die Seite runter. Jetzt arbeitest du 3 Reihen genauso, dass du immer bis zur Spitze arbeitest, dann die obersten 2 Maschen verdoppelst und dann wieder runter arbeitest. Die genauen Zahlenwerte schreibe ich dir hier aber auch nochmal an den Rand. In der nächsten Runde verdoppelst du sowohl die unteren beiden Maschen als auch die oberen beiden Maschen. Das heißt, du fängst mit 2 Verdoppelungen an, dann arbeitest du dich an der Seite hoch, das sind bei mir dann 12 feste Maschen. Dann verdoppel ich wieder 2 Maschen in die erste der obersten Maschen und 2 Maschen in die zweite der obersten Maschen. Dann wieder 12 feste Maschen bis zum runden Ende. In der nächsten Runde verdoppelst du nur noch die untersten beiden Maschen. Das heißt, du fängst mit einer festen Masche an, dann kommen 2 Verdoppelungen und dann häkelst du bis zum Ende deiner Runde nur noch einzelne feste Maschen. Bei mir sind das noch 29 feste Maschen und insgesamt habe ich dann 34 feste Maschen in meiner Runde. Und das machst du noch 4 Reihen so weiter. Das heißt, du verdoppelst immer die untersten beiden Maschen. Immer eine feste Masche am Anfang dazu nehmen, also in der nächsten Runde 2 feste Maschen am Anfang, dann 2 Verdoppelungen, dann 3 feste Maschen, dann 2 Verdoppelungen, dann 4 feste Maschen, dann 2 Verdoppelungen. Und das Ganze machst du, wie gesagt, 4 Reihen, bis du insgesamt 42 Maschen in deiner Runde hast. So sollte das Ganze dann in etwa aussehen. In der nächsten Runde häkelst du oben 2 mal 2 Maschen zusammen. Um die Mitte rauszufinden, kannst du das so übereinander legen, wie ich das gerade gezeigt habe. Und dann häkelst du feste Maschen, bis du oben angelangt bist. Und häkelst dann unsichtbar 2 Maschen zusammen. Dazu in die vordere Schlaufe der ersten Masche einstechen, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche einstechen, Faden durchholen und Faden nochmal durchholen. Und weiter geht's bis zum Ende der Runde mit festen Maschen.
In der nächsten Runde häkelst du wieder insgesamt 2 mal 2 Maschen zusammen. Aber diesmal häkelst du einmal unten 2 Maschen zusammen, dazu wieder feste Maschen bis zur unteren Mitte, dann 2 Maschen unsichtbar zusammenhäkeln, dann feste Maschen bis nach oben und wenn du auch da an der Mitte angelangt bist, auch wieder 2 Maschen unsichtbar zusammenhäkeln und feste Maschen bis zum Ende der Runde. Und so geht es jetzt immer weiter. In jeder ersten Runde häkelst du oben 2 mal 2 Maschen zusammen, in jeder zweiten Runde häkelst du einmal oben 2 Maschen zusammen, einmal unten 2 Maschen zusammen. Zwischendrin führe ich dann noch dieses Quietschelement ein und weiter geht's. Oben 2 mal 2 Maschen zusammen häkeln und dann in der nächsten Runde einmal oben 2 Maschen zusammen häkeln und einmal unten 2 Maschen zusammen häkeln und dabei ordentlich gemütlich machen, zum Beispiel auf dem Balkon. Das Ganze machst du so lange, bis du nur noch 16 feste Maschen in deiner Runde hast und dann wird gestopft. Dabei achtest du am besten darauf, dass das Quietschelement schön von der Füllwatte umhüllt ist, also immer rechts und links davon stopfen. Und insgesamt stopfst du relativ fest, aber nicht so fest, dass der Fisch nicht mehr flach aussieht. Oben sollte sich eine schöne Linie ergeben, unten sollte sich eine schöne Linie ergeben. Dann musst du neu anmaschen mit Schwarz. Das machst du am besten in der hinteren Querschlaufe hinter den beiden oberen Maschenschlaufen, so wie du es hier sehen kannst. Und zwar an der Seite des Fisches. Dann eine Luftmasche, dann eine feste Masche und noch eine feste Masche und noch eine feste Masche, also 3 feste Maschen. Dann ein halbes Stäbchen, dann ein Stäbchen, dann ein Doppelstäbchen. Dazu schlägst du den Faden zweimal um, holst ihn dann 3-mal durch jeweils 2 Schlaufen durch, dann kommt wieder ein normales Stäbchen, dann wieder ein halbes Stäbchen, 3 feste Maschen, dann wieder ein halbes Stäbchen, ein normales Stäbchen, ein Doppelstäbchen, dazu den Faden 2-mal umschlagen und dann 3-mal durch jeweils 2 Schlaufen durchziehen. Ein normales Stäbchen über die abgemaschte Masche der Vorrunde häkelst du einfach drüber und dann ein halbes Stäbchen. Dann das Ganze mit einer Kettmasche schließen und dann kannst du auch den schwarzen Faden abschneiden, durchziehen und mit dem blauen Faden verknoten. Dann musst du mit gelber Wolle neu anmaschen. Ich finde, die einzig schöne gelbe Wolle für diesen Doryfisch ist die Catania von Schachenmeier. Die ist aber zu dünn, deswegen nehme ich 2 Fäden. Ich masche auch wieder in der hinteren Schlaufe an, und zwar beim Doppelstäbchen. Dann häkle ich 2 feste Maschen, dann ein halbes Stäbchen, dann 2 normale Stäbchen, dann wieder ein halbes Stäbchen, dann kommen 4 feste Maschen, dann ein halbes Stäbchen, 2 normale Stäbchen, ein halbes Stäbchen und dann 2 feste Maschen bis zum runden Ende. Mit einer Kettmasche schließen. So, und jetzt sollte sich so eine Wölbung ergeben haben zwischen der schwarzen und der gelben Masche. Anfangs Fäden auch wieder verknoten und einfach reinstopfen. Ab jetzt legst du die Arbeit flach aufeinander und häkelst in Reihen weiter. Dazu machst du eine Wendeluftmasche und dann machst du 8 feste Maschen, indem du immer von einer festen Masche auf der einen Seite rüber in die andere feste Masche auf der anderen Seite stichst und dann eine feste Masche häkelst. Das ist ziemlich unproblematisch, nur die letzte
Ist so ein bisschen knifflig, aber auch das wirst du gut hinkriegen. Dann eine Wendeluftmasche und dann häkeln wir auch wieder auf der anderen Seite ganz normal 8 feste Maschen in Reihen. Es folgen jetzt noch 2 weitere Reihen genauso, jeweils eine Wendeluftmasche und 8 feste Maschen. Und dann kannst du das Fadenende durchziehen, abschneiden und gut vernähen. Jetzt kommen eine Reihe von Verzierungen an der Schwanz- und Rückenflosse. Und zwar beginnst du in der oberen Ecke der Schwanzflosse im gelben Teil und häkelst dann eine Reihe mit Kettmaschen einmal oben an der Schwanzflosse entlang, bis du auf die schwarze Wolle triffst. Dann in einem Bogen über den Fisch rüber, also einmal durch den ganzen Fisch durchstechen. Den Faden durchholen und durch die Schlaufe durchholen zu einer Kettmasche und das dann einmal ganz rüber in jede Masche beim Übergang von der schwarzen zur gelben Wolle. Und dann weiter an der Seite der Schwanzflosse entlang, also an der unteren Seite, weiter mit deinen Kettmaschen. Wenn du ganz hinten angekommen bist, wendest du den Fisch und machst das Ganze auf der anderen Seite nochmal. Sieht jetzt krückelig aus und wird dann schön ordentlich werden. Dann geht es weiter mit einer Reihe feste Maschen, damit das Ganze noch einmal umhäkelt wird und eben noch ordentlicher aussieht. Und zwar von der hinteren oberen Ecke der Schwanzflosse häkelst du feste Maschen die ganze Schwanzflosse entlang. Und dann geht es aber weiter für die Rückenflosse. Dazu häkelst du direkt an den Rücken, einfach reinstechen, Faden durchholen, nochmal durchholen zur festen Masche. Und dann häkelst du auf die gleiche Weise eine Reihe, bis die Rückenflosse so lang ist, wie du sie gerne hättest. Also in etwa bis ganz nach oben zum Kopf. Du kannst sie etwas kürzer machen oder etwas länger, ganz wie es dir gefällt. Wenn du am Ende angelangt bist, machst du eine Luftmasche, wendest das Ganze und häkelst feste Maschen wieder zurück. Und zwar bis zum Übergang, wo der Rücken in die Schwanzflosse übergeht. Dann eine Kettmasche zum Abschluss, Faden abschneiden, durchziehen und alle Fäden gut vernähen. Dann häkelst du noch eine Reihe schwarze feste Maschen unten an der Schwanzflosse entlang, damit es auch dort ordentlich aussieht. Also immer um die Kettmaschen herum einstechen, feste Maschen und das Ganze, bis du auf den schwarzen Teil des Fischkörpers triffst. Dann eine Kettmasche, Faden abschneiden, durchziehen und gut vernähen. Jetzt häkelst du mit blauen Faden um die Rückenflosse herum. Dazu einmal neu anmaschen, eine Luftmasche häkeln und dann in die Rückenflosse rein feste Maschen häkeln. Oben einmal 2 feste Maschen in eine, damit sich eine Rundung ergibt und dann einfach die ganze Rückenflosse entlang feste Maschen häkeln. Bis zum Ende dann wieder eine Kettmasche, Faden abschneiden, durchziehen und alles vernähen. Als nächstes kommen die vorderen Flossen. Dazu maschst du auch einmal wieder neu an mit dem blauen Faden und zwar zwischen den Runden 7 und 8. Häkelst dann eine Luftmasche und 2 feste Maschen direkt an den Fischkörper ran. Eine Luftmasche, das Ganze wenden. Dann häkelst du die erste feste Masche direkt in die Wendeluftmasche, das gilt als Verdoppelung, dann eine feste Masche und dann noch eine Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die letzte Masche, wieder eine Luftmasche und wenden und dann eine Reihe feste Maschen, das heißt noch 4 feste Maschen nach der Luftmasche, wieder eine Luftmasche am Ende
Dann die Arbeit wenden und wieder 4 feste Maschen. Wie ihr vorhin gesehen habt, ist die letzte Masche immer so ein bisschen hakelig, weil das in die Luftmasche, in die Wendeluftmasche reingeht. Da muss man manchmal ein bisschen mit dem Zeigefinger nachhelfen oder auch mit dem Daumennagel. Dann wieder eine Wendeluftmasche und jetzt verdoppelst du die erste wieder. Das heißt, du stichst wieder in die Basis der Wendemasche ein, dann eine feste Masche, dann wieder einmal verdoppeln, eine feste Masche und die letzte Masche, auch wenn es friemelig ist, wieder verdoppeln. Wendeluftmasche und dann häkelst du auf der Rückrunde noch 7 feste Maschen, sodass du insgesamt 8 Maschen in dieser Reihe hast. Dann wieder Wendeluftmasche und 7 feste Maschen zurück. Jetzt geht es mit gelber Wolle weiter. Dazu einmal anmaschen bei der letzten Masche und dann auch wieder eine Wendeluftmasche und 7 feste Maschen in der Reihe. Dann wieder eine Wendeluftmasche und 7 feste Maschen, auch wieder zurückhäkeln. Dann den Faden abschneiden, durchziehen und die Fäden gut vernähen. Jetzt stickst du noch eine kleine Zierleiste mit schwarzer Wolle auf. Dazu nimmst du deine Sticknadel und arbeitest einmal eine Reihe mit ganz geraden, einfachen Stichen an den Übergang zwischen dem blauen Teil der Flosse und dem gelben Teil der Flosse, so dass eine Linie entsteht. Dann verknotest du die beiden Fadenenden und vernähst es möglichst so, dass man es nicht sehen kann. So sollte das Ganze inzwischen in etwa aussehen. Jetzt geht es an die Augen und das ist zugegebenermaßen der schwierigste Teil dieser Häkelanleitung, weil es jetzt mit Häkelgarn und einer sehr kleinen Nadel weitergeht. Ich nehme eine 1,0 Nadel. Du kannst auch eine etwas größere nehmen, ich würde aber nicht über 1,5 gehen oder eine kleinere, wenn du magst, das ist natürlich auch gut. Du beginnst mit einem Fadenring und häkelst 6 feste Maschen in diesen Fadenring hinein. Dann gut zuziehen und eine Kettmasche. Und schon ist die Pupille vom Auge fertig. Jetzt nehme ich ein lilafarbenes Häkelgarn, das sogar mit Glitzer versehen ist, und masche neu an. Und zwar in der Querschlaufe hinter den beiden oberen Maschen, sodass man es möglichst nicht sieht. Dann kommt eine Luftmasche und jetzt häkelst du in jede hintere Schlaufe der Masche jeweils 2 feste Maschen. Also du verdoppelst jede Masche, sodass du am Ende 12 feste Maschen hast, eine Kettmasche, um den Ring zu schließen und dann hast du die Iris des Auges fertig. Friemelig, friemelig, aber leider hört das Ganze noch nicht auf. Denn jetzt fangen wir mit dem Weißen des Auges an und das wird zunächst mal nur in die Querschlaufe hinter den beiden oberen Maschenschlaufen gearbeitet. Dazu einmal neu anmaschen, eine Luftmasche und dann verdoppelst du jede zweite Masche. Also erst eine einfache Masche und dann 2 feste Maschen in die nächste Querschlaufe hinter den beiden oberen Maschenschlaufen. Du kannst das auch einfach in die hintere Maschenschlaufe häkeln, dann wird es allerdings nicht ganz so akkurat. Ich würde dir wirklich empfehlen, geh da durch und arbeite nur in die hinteren Querschlaufen. Dann hast du hier nämlich eine richtig schöne Linie. Jetzt geht es ohne Kettmasche und ganz normal in beide Maschenschlaufen weiter. Das heißt, das Schlimmste hast du jetzt geschafft. Und in dieser Runde verdoppelst du jede dritte feste Masche. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede 4. feste Masche. Das heißt, du häkelst immer 3 feste Maschen und dann 2 Maschen in eine. Und dann solltest du am Ende dieser Runde 30 Maschen in deiner Runde haben. Die nächsten 2 Runden häkelst du dann einfach feste Maschen, also jeweils 30 feste Maschen in die nächste und die übernächste Runde. Wenn du das hast, sollte sich das Auge auch schon so ein bisschen nach hinten wölben und ein bisschen in Form kommen. Und dann wird es höchste Zeit, mal die Fäden hinten zu verknoten
und so abzuschneiden, dass sie dich nicht ständig stören. Also einfach immer 2 Fäden verknoten und dann ein bisschen abschneiden. In der nächsten Runde beginnen dann die Abnahmen, damit du eine schöne runde Kugel bekommst. Und zwar häkelst du in dieser Runde jede 4. und 5. Masche auf unsichtbare Weise zusammen. Das heißt immer 3 Maschen häkeln, dann in die vordere Schlaufe der ersten Masche einstechen, in die vordere Schlaufe der zweiten Masche einstechen, Faden zweimal durchholen und weiter geht's. 3 feste Maschen und dann 2 Maschen unsichtbar zusammenhäkeln. In der nächsten Runde häkelst du dann auf die gleiche Weise jede 3. und 4. Masche zusammen. Das heißt, immer 2 feste Maschen und dann 2 Maschen unsichtbar zusammenhäkeln. In der nächsten Runde häkelst du jede 2. und 3. Masche zusammen. Das heißt, immer eine feste Masche, dann 2 Maschen zusammenhäkeln. Und wenn du diese Runde beendet hast, solltest du noch 12 Maschen in deiner Runde haben. Höchste Zeit auszustopfen und zwar ordentlich fest. Ich mache das wie meistens einfach mit der Schere und dann ordentlich Füllwatte in das Auge rein, damit es schön fest und schön rund wird. Ja, etwa so. Dann geht es weiter und dann häkelst du jede 1. und 2. Masche zusammen. Das heißt, du häkelst 6 Mal 2 Maschen zusammen, bis sich das Auge geschlossen hat. Dann den Faden abschneiden und vernähen, indem du immer in die vordere Schlaufe der Masche einstichst, also quasi alle 6 Maschen zusammenhäkelst, nur eben nicht mehr mit der Häkelnadel, sondern mit der Sticknadel, dann schön festziehen und den Faden an die Seite des Auges führen, einmal mit dem Durchstechen, genau so. Wenn du das andere Auge genauso gehäkelt hast, dann nähst du die beiden Augen zusammen am Kopf fest. Und zwar fängst du mit dem einen Auge an, ziehst das ordentlich rein, den Faden, und dann gleich das andere Auge daneben. Und dann nähst du da rein. Und dann immer hin und her. Zieh das schön fest, damit das so ein bisschen, der Kopf sich so ein bisschen zusammenzieht, damit es so ein bisschen eine Augenhöhle formt. Und dann immer von einem Auge zum anderen, bis das Ganze richtig, richtig doll fest ist. Wie du siehst, ist deine Dore jetzt schon fast fertig und das Schöne daran, wenn du die Augen so festgenäht hast, ist, dass man sie noch bewegen kann. Jetzt kommen noch ein paar Verzierungen. Dazu häkelst du in Schwarz eine Luftmaschenkette, die lang genug ist, dass du sie in einem Bogen so über den Rücken legen kannst. Bei mir sind das 25 Maschen, dann 3 Luftmaschen extra und dann häkelst du Stäbchen ab der 4. Luftmasche. Und zwar immer nur in die hintere Maschenschlaufe auf der Rückseite der Luftmaschenkette. 15 einfache Stäbchen. Dann häkelst du 3 Stäbchen in die nächste Masche, also in die 16. Masche kommen 3 Stäbchen und dann geht es weiter mit einfachen Stäbchen bis zum Ende deiner Luftmaschenkette. Dann nähst du das Ganze etwa so fest und machst es natürlich für die andere Seite noch einmal. Dann kommen noch ein paar Sommersprossen in einem etwas dunkleren Blau. Und da kannst du jetzt ganz wild einfach Sommersprossen mit einfachen Stichen gerade aufsticken.
Als nächstes kommen die charakteristischen Augenbrauen. Die eine habe ich schon vorbereitet, dazu fängst du von der Mitte an und häkelst dann nach links weg und die andere fängst du rechts vom Auge an und du häkelst auch wieder direkt dran und beginnst mit einer Luftmasche. Und dann geht es zunächst mal in festen Maschen direkt gerade am Auge hoch. Die nächste Masche nochmal etwas schräg nach hinten versetzt, dass sich eine kleine Rundung ergibt. Und ab dann häkelst du ein paar Maschen gerade hoch. Und dann schräg nach oben weiter, sodass sich insgesamt eine schöne Rundung um das Auge rum ergibt. Dann nochmal schräg hoch, dann einmal gerade nach links rüber und dann geht es schräg nach unten weiter, sodass sich die beiden Augenbrauen fast in der Mitte treffen. Ziehst sie relativ weit runter in die Mitte rein. So, dass sich eine Rundung ergibt. Dann geht es mit einer Wendeluftmasche weiter und dann häkelst du mit festen Maschen einfach wieder zurück. Jetzt fehlt nur noch eine letzte Reihe. Die beginnst du auch wieder mit einer Wendeluftmasche und häkelst auch erstmal wieder mit festen Maschen zurück. Und wenn du bei der drittletzten Masche angelangt bist, häkelst du 2 Maschen zusammen und dann noch die letzte Masche in die Wendeluftmasche der Vorrunde. Und dann kannst du den Faden abschneiden, durchziehen und gut vernähen. Dann kannst du die Augenbrauen noch ein bisschen so formen, wie du möchtest, dass sie entweder ein bisschen flacher am Auge anliegen oder ein bisschen höher sind, ganz wie es dir gefällt. Und damit ist dein Doryfisch fertig. Ich hoffe, er gefällt dir und du hast viel Spaß mit ihm beim Schwimmen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe sehr, dass dir das Video gefallen hat. Eine schriftliche Anleitung gibt es wie immer demnächst auf meinem Blog und ich freue mich jetzt auf deine Kommentare und Anregungen fürs nächste Mal.